Bitcoin ist auf über 10.000 Dollar die Münze gestiegen. Und das war gestern Abend, als ich das Skript geschrieben habe. Über Nacht sind es jetzt sogar schon 11.000. Und heute ist gerade mal Dienstag. Was ihr also als Preis sehen werdet, das kann was völlig anderes sein. Doch warum würde jemand über 10.000 Euro für eine Münze bezahlen, die man nicht mal sehen kann? Und warum ist diese Währung überhaupt eigentlich entstanden? Das fragt ihr euch wahrscheinlich und die Antwort ist komplexer, als ihr vielleicht denkt. Es hat mit dem Geldsystem zu tun, das uns alle betrifft, also der Euro, der Dollar, und es hat mit der globalen Wirtschaft zu tun. Es hat mit einem System zu tun, was absolut kaputt ist und was man irgendwie wieder reparieren will. Das alles erfahrt ihr jetzt. Lasst uns zurückgehen in eine Zeit, als es noch kein Geldsystem gab, als Gold noch nicht mal entdeckt wurde. Ja? Damals hat man wirklich Apfel für Eier getauscht. Das heißt, wenn ich Apfel habe, zum Beispiel durch einen Apfelbaum und jemand anders hat Eier, dann gebe ich dem einen Apfel und der gibt mir ein Ei. Wenn jetzt allerdings jemand anders kommt und weil wir zum Beispiel eine schlechte Apfelernte hatten dieses Jahr, weil irgendwie Maden oder sowas, und ich habe aber trotzdem einige Äpfel, dann gibt mir jemand anders vielleicht 2 Eier für meinen Apfel. Und hier ist also das Prinzip Angebot gleich Nachfrage absolut präsent. Das heißt, wenn ich einen Apfel habe und alle wollen Äpfel haben, dann kriege ich natürlich mehr für meinen Apfel, als wenn alle Äpfel haben und niemand will eigentlich Äpfel haben, weil jeder welche hat. Und damals war alles noch relativ simpel. Das war der sogenannte Tauschhandel. Irgendwann hat sich Gold als hübsches Metall sozusagen etabliert als Währung. Und ja, dann war es so, wenn ich zum Beispiel ein Schaf habe, dann kann ich das für 1 Gold verkaufen und kann mir bei jemand anders für 1 Gold wieder ein neues Schaf kaufen. Natürlich kommt es darauf an, wie ist das Schaf gestaltet. Ja, ist es schön gesund oder ist es vielleicht kränklich? Und vor allem, wenn ich eine Schafplage mal ein Jahr lang habe, dann kann es natürlich auch gut sein, dass ich für mein Schaf plötzlich 2 Gold kriege, weil Schafe einfach viel, viel seltener sind. Trotzdem, Gold galt als Währung, die jeder akzeptiert hat, weil jeder den Wert in Gold gesehen hat. Man hat das Metall, man kann es einschmelzen, man kann daraus neue Dinge machen. Es ist völlig egal, wer das Gold eigentlich irgendwie bearbeitet. Solange es echtes Gold ist, hat das Ding seinen Wert. Weiter geht's in der Zeit und zwar nehmen wir jetzt einfach mal irgendeinen Menschen, nennen wir sie einfach mal Brunhilde. Ja, Brunhilde erfindet jetzt das Papiergeld. Und zwar folgendermaßen, sie hat einen Haufen Gold, okay? Sie hat wirklich viel Gold und jeder weiß das, dass sie reich ist. Sie hat sozusagen eine Art Bank, ja, ein richtiges Vermögen. Und jetzt stellt sie jemandem einfach nur ein unterschriebenes Stück Papier zur Verfügung und sagt, ich kaufe bei dir ein Schaf für 1 Gold, aber ich gebe dir nicht dieses Gold, sondern ich gebe dir nur einen Brief und auf diesem Brief steht drauf, wann immer du mit diesem Brief zu mir kommst, dann gebe ich dir das Gold zurück, also 1 Gold, quasi ein Schuldschein, okay? Und so wurde das Papiergeld quasi erfunden. Wenn jetzt jemand, also dieser jemand kann natürlich diesen Papierbrief auch weiter tauschen, zum Beispiel für ein weiteres Schaf einlösen und dann hat jemand anders diesen Papierbrief. Und mit diesem Papierbrief ist irgendwann mal dann jemand wieder zu ihr gekommen und hat sich sein Gold abgeholt. Ihr seht also, das Ganze war auf Vertrauen basiert im Endeffekt. Das heißt, jeder musste Brunhilde vertrauen, dass sie wirklich genug Gold hat, damit sie jederzeit dieses Geld oder dieses Goldstück zurückzahlen kann. Aber in der Praxis, wenn man davon ausgehen kann, dass Brunhilde das immer zurückgibt, dann ist dieser Brief, dieses kleine Zettelchen, auf dem drauf steht, ich gebe dir 1 Gold, so viel wert, wie auch wirklich 1 Gold wert ist. Und dasselbe gilt eigentlich mit unserem Staat. Im Endeffekt schuldet uns unser Staat, je nachdem wie viel Papiergeld wir haben, Gold. Das heißt, unser Papiergeld sollte ursprünglich sagen, wir bekommen, wenn wir zum Staat gehen, dafür so und so viel Gramm Gold. Doch diese Verbindung von Gold an Geld, die wurde durch Präsident Nixon 1971 aufgehoben. Das heißt, heutzutage ist es nicht mehr 1 Euro entspricht so und so viel Gramm Gold und wir haben ein Anrecht auf dieses Gold, sondern das wurde aufgelöst. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und dementsprechend gibt es einen Goldpreis, der unterschiedlich ist von dem Geldpreis. Das heißt, wir können nicht immer dieselbe Menge Gold mit unserem Geld kaufen. Das wurde einfach quasi aufgelöst. Mittlerweile ist unser Geldsystem sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben nicht mehr wirklich alles Geld, was wir eigentlich besitzen, wirklich bar in der Hand, sondern eigentlich nur noch, wenn wir ehrlich mal sind, einen sehr, sehr kleinen Bruchteil. Ich habe maximal 50 Euro hier rumliegen und das ist schon viel. Ich habe meistens sogar eher weniger, denn das ganze Geld liegt auf einem Konto. Und somit haben wir eigentlich
selbst diese Schuldscheine nicht mehr wirklich in der Hand, sondern es sind eigentlich nur noch Zahlen bei einem Drittanbieter, den Banken. Die Banken verwalten für uns das Geld. Doch wir können ja jederzeit hingehen und unser Bargeld abheben, oder? Nein, so einfach ist es nicht. Die schlechten Zeiten in Griechenland haben offenbart, dass ein sogenannter Bank Rush, ein Rush sozusagen auf die Bank hin, um sein Geld abzuheben, im Endeffekt dazu führt, dass jeder merkt, dass die Bank eigentlich gar nicht genug Geld hat. Und das liegt daran, dass die Bank uns ja Geld ausleihen darf. Und das darf sie auf Arten und Weisen, die vielleicht nicht so geil sind. Dazu komme ich aber später. Was auch noch dazu kommt ist, der Staat darf natürlich Geld drucken, wobei das dann hauptsächlich Papiergeld ist. Aber das darf er natürlich auch nicht so viel machen, wie er möchte, denn sonst haben wir eine Inflation. Eine Inflation ist im Endeffekt, wenn zu viel Papiergeld im Umlauf ist und naja, dadurch das Papiergeld eigentlich immer weniger wert wird. Das heißt, natürlich, Gold gibt es eine feste Menge. Ja? Es gibt eine feste Menge an Gold und klar, es wird hin und wieder mal was Neues gefunden, aber das ist eigentlich eher selten. Wenn wir mal ehrlich sind, sogar super selten. Und diese Kopplung von Geld an Gold, die gibt es ja nicht mehr. Das heißt, jeder kann einfach Geld herstellen, beziehungsweise der Staat kann Geld herstellen und naja, uns dieses Geld irgendwie geben. Beziehungsweise unsere Steuerlast dadurch senken, weil wir dann weniger Steuern zahlen müssen, wenn der Staat natürlich Geld druckt, weil er weniger Geld braucht. Aber dadurch wird natürlich im Endeffekt das Geld weniger wert und unsere Kaufkraft sinkt. Das nennt sich Inflation. Und aktuell haben wir eine Inflationsrate von ca. 1% pro Jahr. Das heißt, dass der Euro, den ihr vor einem Jahr noch hattet, ist heute nur noch 99 Cent wert. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Eigentlich wird sogar relativ wenig Geld gedruckt, weil der Staat genau weiß, dass wir ein Inflationsproblem dadurch bekommen. Das eigentliche Problem ist die Bank. Ja? Die kann euch nämlich Geld leihen und dieses System ist ziemlich broken. Nehmen wir an, ich möchte mir ein Haus kaufen. Ja? Dann sagen wir mal, ich brauche einen Kredit, weil ich nicht genug Geld habe. Und sagen wir mal, das Haus kostet 500.000 Euro und ich habe keinen Cent davon. Und das heißt, ich muss einen 500.000 Euro Kredit aufnehmen. Das bedeutet im Endeffekt, ich bekomme 500.000 Euro von der Bank, mit denen ich quasi mein Haus abbezahle. Weil natürlich, die Bauarbeiter müssen von irgendwas leben. Das Problem ist jetzt, diese 500.000 Euro, die ich von der Bank bekommen habe, die sind jetzt natürlich im Umlauf. Komplett frei. Ja? Die Bauarbeiter werden damit bezahlt, die bezahlen ihr Essen und so weiter und so fort. So kommt das Geld quasi in die Zirkulation. Jeder kann das Geld am Ende besitzen, denn jeder verdient ja irgendwie Geld mit diesem Haus, sonst wird es nicht so viel kosten. So, das Problem ist jetzt, wo kommen diese 500.000 Euro her, die ich von der Bank bekommen habe? Naja, jetzt könnte man meinen, jemand anders hat bei der Bank 500.000 Euro auf seinem Sparbuch liegen. Und so war das auch ursprünglich mal. Doch mittlerweile nicht mehr ganz so sehr. Es ist möglich, einfach eine Zahl auf ein Konto einzutippen und so Geld zu erschaffen. Da sind wir uns einig, oder? Jeder, der sich irgendwie mit PCs auskennt, weiß das. Wenn man Zahlen irgendwo hinschreibt, dass die dann auch da stehen. Und genau das macht die Bank mit euren Konten. Beziehungsweise in dem Fall mit meinem Konto, weil ich mir 500.000 Euro von der Bank geliehen habe. Ich habe mir also 500.000 Euro von der Bank geliehen und die Bank tippt einfach ein, jo, der hat jetzt 500.000 Euro. Ich muss trotzdem Zinsen darauf bezahlen. Man könnte meinen, das wäre illegal, oder? Die Bank bekommt ja quasi Geld dafür, dass sie nichts tut, außer eine Zahl einzutippen. Und eigentlich wäre das auch sinnvoll. Doch 1704 gab es den sogenannten Promissory Note Act. Seither darf eine Bank genau das tun. Und im Endeffekt ist es genau das, was Brunhilde mit Gold getan hat. Nur, dass es eben mit Geld passiert. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt 500.000 Euro von der Bank leihe, dann gebe ich der Bank sozusagen einen unterschriebenen Schuldschein, dass ich euch irgendwann wieder die 500.000 Euro zurückbezahle. Im Endeffekt das, was Brunhilde mit dem Gold gemacht hat. Nur, dass es jetzt mit dem Geld ist und nicht mehr mit dem Gold. Und dadurch ist dieser Schuldschein eigentlich genauso viel wert wie 500.000 Euro selber. Zumindest, wenn man Vertrauen an denjenigen hat. Und dieses Vertrauen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Mittlerweile sind 97% unseres Geldes so erschaffenes Geld. Das heißt Schuldengeld sozusagen. 97% des Geldes sind basierend auf Schulden von anderen Leuten. Und dadurch haben wir unsere komplette Wirtschaft, unser komplettes System, alles an Schulden gekoppelt. Das heißt, wenn jemand reicher wird, zum Beispiel ich mit diesem Hauskauf zum Beispiel, ich gebe ja das Geld direkt wieder aus an die Hausbaufirma, an die Bauarbeiter und so weiter und so fort. Die Leute werden reicher und ich bin verschuldet. Ja? Das heißt, unsere Wirtschaft ist quasi auf den Schulden fundiert. Wir können gar nicht mehr ohne diese Schulden.
Und das ist natürlich super schwer. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn ich das Geld nicht zurückzahlen kann? Ja, dann nimmt sich einfach die Bank mein Haus, weil ich habe ja gesagt, ich gebe irgendwann mal wieder diese 500.000 Euro zurück. Bis Anfang diesen Jahres mussten Banken aber zumindest noch 10% des erschaffenen Geldes wenigstens bei sich haben. Das heißt, wenn ich mir 500.000 Euro leihe, dann musste eine Bank 50.000 Euro besitzen. Aber seit März 2020 wegen der Corona-Pandemie wurde das aufgehoben und Banken können quasi Geld drucken, so viel sie wollen. Doch was passiert eigentlich, wenn sehr viele Leute ihr Geld nicht zurückzahlen können? Naja, so viele Häuser braucht man nicht und vielleicht können die Leute auch keine Miete mehr zahlen. Dann haben wir einen Crash und das wäre 2008 eigentlich passiert, doch irgendwie haben sie es doch geschafft. Doch wie sind die Banken gerettet worden? Die Banken können zwar Geld erschaffen, doch dieses Geld muss irgendwem geliehen werden. Wer hat den Banken Geld geliehen oder wer hat den Banken Geld gegeben? Nun, das war die Zentralbank und ja, diese Banken mussten gerettet werden, weil alles daran geknüpft war. Im Endeffekt war 97% an dieses Geld geknüpft und dadurch entsteht einfach eine Verknüpfung von den Banken mit der Wirtschaft und die Wirtschaft ist direkt verbunden mit der Arbeitslosigkeit und wenn wir zu viele Arbeitslose haben, dann bricht unser ganzes System quasi zusammen, weil wir zu viele Arbeitslose nicht finanzieren können. Ja, und deswegen mussten die Banken damals gerettet werden, weil ansonsten noch viel mehr passiert wäre. Seit 2008 haben wir einen Niedrigzins wie nie zuvor. Leute sollen motiviert werden, einen Kredit aufzunehmen, um zum Beispiel ein Haus zu bauen und so weiter und so fort, weil dadurch eben die Wirtschaft angekurbelt wird. Und nur durch eine angekurbelte Wirtschaft kann der Staat wirklich Geld einnehmen. Das heißt durch Einkommensteuer und durch Mehrwertsteuer. Das sind so die beiden Hauptkomponenten bzw. Umsatzsteuer. Und das ist im Endeffekt das Einzige, was passieren kann. Das heißt durch die Wirtschaft oder durch Einkommen eben. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. So, und auf der anderen Seite, wenn jetzt natürlich jeder einen Kredit aufnimmt, um ein Haus zu bauen, dann steigen die Hauspreise natürlich immens, weil immer mehr Leute Häuser bauen wollen und dadurch die Arbeiter natürlich knapp werden, die Rohstoffe knapp werden und dadurch steigen die Hauspreise, die Mieten steigen und die Lebenshaltungskosten steigen auch. So. Und ja, das Geld wird quasi generiert und direkt in die Wirtschaft reingepumpt sozusagen. Doch, wo kam das Geld für die Banken eigentlich her? Und dazu wollen wir uns nochmal ganz kurz die Zentralbank angucken. 1989 in Japan wurde ein Phänomen geboren, das nennt sich quantitative Lockerung. Und mit quantitativer Lockerung ist gemeint, die Zentralbank hat im Endeffekt das Recht, Anleihen zu kaufen. Das heißt, Staatsanleihen oder Bonds zu kaufen. Und das ist im Endeffekt sowas Ähnliches wie Aktien. Könnt ihr euch mal so vorstellen, okay? Das lassen wir jetzt mal hier so vereinfacht stehen. So, und das Geld, was sie für diese Aktien oder Bonds eben ausgeben, das generieren sie einfach tatsächlich selbst. So, und das wurde erschaffen, um tatsächlich hier der Wirtschaft direkt eine Förderungsspritze sozusagen zu geben, weil 1989 Japan in einer schweren Krise drin war und man eine so starke Rezession eben vermeiden wollte. Und ja, seither kann tatsächlich die Zentralbank einfach so hergehen und Geld in die Wirtschaft reinspritzen. Und das führt in Japan dazu, dass tatsächlich mittlerweile 80% der Wirtschaft im Endeffekt der Zentralbank gehört. Das hört sich krass an und das ist aber weltweit ein Problem. Dieses Phänomen gibt es nicht nur in Japan, sondern eigentlich weltweit. In den USA hat sich allein während der Corona-Pandemie, das heißt vom 11. März bis zum 6. Juli, wurden 2,5 Billionen Euro in die Wirtschaft so gepumpt durch dieses Phänomen, dass die Zentralbank quasi einfach Sachen kaufen darf. Und damit meine ich deutsch gesprochen Billionen, englisch Trillion. Ja? Und das sind wirklich Massen an Geld, die einfach krank sind. Das Problem an der Sache ist, Geld ist eine Vertrauenssache. Ich glaube, das haben wir in diesem Video gelernt. Geld ist Vertrauenssache. Das heißt, wenn ich quasi Geld bekomme, dann habe ich Vertrauen, dass ich für mein Geld irgendwas kaufen kann. Sind wir mal ehrlich, so ein Papierfetzen, auf dem irgendwas abgedruckt ist, ist eigentlich erstmal nichts wert. Damit kann ich nichts machen. Damit kann ich vielleicht meinen Ofen ein bisschen heizen, aber ja, an sich nicht wirklich was machen. Der Materialwert ist also quasi fast null. Ja? Aber trotzdem kann ich mit einem 500-Euro-Schein wirklich geiles Zeug kaufen, zumindest aktuell.
Und das alles ist Vertrauenssache. Und wenn dieses Vertrauen flöten geht, dann ist dieses Geld, dieser Papierschein oder gar die Zahl auf meinem Konto überhaupt nichts mehr als eine Zahl. Und das hat man wunderbar in inflationären Ländern gesehen. Und dadurch, dass das alles Vertrauenssache ist, sehen wir auch gerade, wie der Dollar so ein kleines bisschen verliert. Ups, ich muss das so rum zeigen. Ein kleines bisschen an Kurs verliert. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie der Euro relativ stabil ist, weil wir das jetzt gerade nicht so übertreiben, wie Amerika das zum Beispiel übertreibt. Aber wir übertreiben auch. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie der Goldpreis immens in die Höhe geht, weil einfach die Leute das Vertrauen in die Währung verlieren. Und genauso eben Bitcoin und sowas. Dazu komme ich aber gleich noch. Wir sehen auch, warum die Börsen eigentlich nicht am Kollabieren sind, trotz Covid-19. Firmen müssen schließen und trotzdem geht es der Wirtschaft eigentlich ganz gut. Klar, man braucht seine Hilfspakete, aber die kriegt man halt mal mit und dann war's das. Und an sich ist der Börsenpreis für viele Firmen eigentlich auch viel zu hoch, das sagen Experten. Und wenn hier tatsächlich eine reale Messung stattfinden würde, dann würde niemand irgendwie eine Aktie für viel zu viel kaufen. Doch es geht. Und warum sollte man dann eine Aktie für weniger verkaufen, wenn man sie auch für so viel verkaufen kann? Und hier kommen Kryptowährungen ins Spiel. Kryptowährungen wie Bitcoin auch eines, aber es gibt noch hunderte andere Kryptowährungen, die einiges besser machen, was Bitcoin eben nicht richtig macht eigentlich. Diese Währungen sind ähnlich wie Gold oder das Bargeld fürs Internet. Ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Die ganzen Kryptowährungen sind, also wenn sie echte Kryptowährungen sind, es gibt auch Fakes, die sind dezentral. Dezentral bedeutet, niemand hat das Recht über diese neuen generierten Coins. Niemand hat irgendwie die Möglichkeit, plötzlich alle Coins zu nehmen und abzuhauen. Das geht nicht. Denn wenn ich jetzt Geld bezahle, dann ist das wirklich nur in meiner Macht, dieses Geld auszugeben. Es ist kryptografisch sicher. Nur ich kann dieses Geld ausgeben und ich sende es dann an jemand anders. Die Coin an sich, die ist eigentlich wirklich nur eine Zahl auf dem Papier. Aber es ist kryptografisch bewiesen, dass nur ich diese Coin ausgeben kann oder die 0,001 Coin. Ja? Und das ganze Netz ist auch P2P, das heißt Peer-to-Peer. Also jemand überweist direkt an jemand anders. Es ist keine zentrale Instanz wie eine Bank oder sowas vorhanden. Jeder hat dieselben Rechte in dem ganzen System. Das heißt, jeder kann dasselbe tun. Jeder kann Währung empfangen, jeder kann Währung ausgeben und jeder kann neue Währung generieren. Doch, jetzt denkt ihr euch vielleicht, what? Jeder kann Geld generieren? Wie geil ist das denn? So einfach ist es nicht. Das Ganze ist auf einem System aufgebaut, das nennt sich Konsensussystem, also quasi Übereinkunftssystem. Nur neue Coins werden generiert, wenn wirklich eine gewisse Arbeit reingesteckt wurde. Und diese Arbeit ist momentan sozusagen Strom. Ja? Es gibt aber auch andere Konzepte, wie zum Beispiel, man muss quasi Geld haben, um mehr Geld zu generieren, sozusagen Zinsen. Solche Dinge kann man auch machen mit Kryptowährung. Und so wird dann quasi neues Geld generiert. Doch es ist ein Limit da. Ähnlich wie bei Gold gibt es bei Kryptowährungen oder meistens eine Obergrenze, zum Beispiel bei Bitcoin eben auch. Es werden nicht mehr Coins generiert als 21 Millionen. Das ist sozusagen das harte Limit, das ist die obere Grenze, mehr gibt es nicht. Es gibt natürlich auch andere Kryptowährungen und dementsprechend darf man sich von diesem Preis, eine Bitcoin ist 10.000 Euro wert, nicht täuschen lassen. Wenn eine Coin einfach sagt, jo, wir machen statt 21 Millionen 21 Milliarden und dafür ist halt jede Coin nur noch 10 Euro wert, dann ist es dasselbe, wie wenn ich 0,01 Bitcoin eben nehme. Deswegen ist der Preis an sich nicht so aussagekräftig. Aber eben, jeder hat eine faire Möglichkeit, das Geld neu zu erstellen. Jeder hat dieselben Chancen, das Geld neu zu erstellen und es gibt keine zentrale Instanz, die das Recht darauf hat, neues Geld zu generieren. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen unschön, wenn man jetzt denkt, dass zum Beispiel der Staat kein Geld drucken darf, aber dadurch ist es eben schön gedeckelt und niemand hat die volle Kontrolle darüber. Es ist auch völlig egal, wer das Geld erstellt hat, ähnlich eben wie bei Gold. Ja? Man schürft das Ganze und bekommt dann eben einen Goldberg sozusagen, wenn man wirklich viel, viel Glück hat. Und eben genau dieser Goldberg, es ist ja völlig egal, ob jetzt Schürfer A oder Schürfer Hans oder wie auch immer die Schürfer heißen, diesen Goldberg da generiert haben oder eben gefunden haben. Gold ist immer gleich viel wert und es kann nicht irgendwie gedruckt werden. Es ist nicht plötzlich mehr wert, weil es ein Promi gefunden hat oder weil der Staat das ganze Ding erstellt hat.
Bei Papiergeld ist das so. Außerdem, und deswegen heißt es Kryptowährung, ist es ein trustless System, das heißt, es ist kryptografisch sicher. Niemand kann das Ding irgendwie kaputt kriegen. Nur mit einer Rechenpower und 21.000 Jahren Zeit ungefähr. Nein, die 21.000 waren jetzt geschätzt, aber es sind mehrere tausend Jahre, die man braucht, um eine Transaktion nur zu fälschen. Und das ist schon immens. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, Zahlungen zu blockieren, weil ja jeder gleichberechtigt ist. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich jetzt an Amazon oder an Wikileaks Geld schicken möchte. Jeder bekommt das Geld. Und es kam schon vor, dass zum Beispiel PayPal Zahlungen blockiert hat an Wikileaks. Und dementsprechend sowas müsste man natürlich auch verhindern. Aber Bitcoin ist definitiv hier nicht die beste Lösung. Bitcoin ist die erste Kryptowährung gewesen und damit hat sie natürlich auch noch einige Kinderkrankheiten, wie das bei jeder Software im Endeffekt ist. Bitcoin ist und bleibt eine Software. Und damit meine ich nicht, sie hat Bugs oder sowas, sondern sie hat vielleicht im Konzept einige Fehler drin. Und da will ich nur mal ein paar nennen. Und zwar, sie ist zum Beispiel nur pseudonym. Das heißt, wenn ich jetzt meine Adresse sozusagen veröffentliche, also meine IBAN-Adresse, so könnt ihr euch das vorstellen, dann kann jeder sehen, was für Zahlungen ich wohin getätigt habe. Da hat Bitcoin erstmal keinen Einfluss drauf. Das ist, als würde ich sagen, hey, seht her, ich habe alle diese Zahlungen getätigt. Und das macht es natürlich nicht ganz so geil. Außerdem hat es viele andere Features nicht, da will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, aber es gibt eigentlich für jeden Anwendungsfall eine Altcoin, eine alternative Kryptowährung. Und ja, da gibt es sehr, sehr viele. Auch Strom ist zum Beispiel so ein Riesenpunkt, den viele immer wieder kritisieren. Denn Bitcoin verbraucht Strom, wenn es neue Währungen oder neue Coins generiert. Bitcoin verbraucht konstant Strom und zwar ungefähr so viel wie ganz Österreich. Und deswegen ist Bitcoin wirklich kein System, was man unterstützen sollte. Aber wie gesagt, es gibt hier alternative Kryptowährungen, die genau das angehen. Es gibt Kryptowährungen, die brauchen quasi gar keinen Strom, die laufen auf dem Handy völlig nebenbei, völlig ohne dass man irgendwas tun muss. Es gibt Kryptowährungen, die sind absolut anonym und es gibt natürlich auch Kryptowährungen, die viel, viel mehr Features haben, wie zum Beispiel Verkäufe vertraglich wirklich festhalten. Das heißt, ich kann sagen, ich habe das gekauft und das ist jetzt meins, das kann niemand anders. So, und solche tollen Features kann man dann natürlich alle einbauen. Und deswegen ist Bitcoin vielleicht nicht unbedingt die beste Option, aber definitiv eine Option, wenn man an dieses mehr oder weniger kaputte Geldsystem denkt. Aber auch hier gilt, es gibt schon wieder so viele Währungen und so unglaublich viel Spekulation. Leute kaufen das, um dann im nächsten Moment zu verkaufen, um nur ein paar Cent Gewinn zu machen pro Coin und so weiter und so fort. Und das ist alles super, super anstrengend. Die Währung ist einfach nicht stabil. Sie schwankt eben, wie der Goldpreis auch. Nur es lässt sich sehr viel schneller handeln als Gold, denn Gold muss ja irgendwie wirklich physisch zu jemandem hinkommen. Bei Bitcoin kann ich in 60 Minuten meine Coins haben und andere Kryptowährungen sind schneller als Visa. Das Problem ist natürlich, hier kann sehr, sehr schnell sich ein Preis ändern. Wenn ich mir heute für 50 Euro was kaufe, kann es übermorgen 5000 Euro wert sein, aber genauso gut eben nur noch 5. Und das ist ein gewisses Risiko. Aber ja, was meint ihr? Was hat mehr Risiken? Kryptowährung oder unser aktuelles Geldsystem? Was denkt ihr, ist die Zukunft? Wie wollen wir das ganze Problem angehen? Wie wollen wir 80% unserer Wirtschaft quasi wieder selbstständig machen und nicht mehr vom Staat unterstützt? Was meint ihr außerdem zu Kryptowährung? Was fehlt dann noch? Was genau hält euch davon ab, da reinzugehen? Definitiv einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Wirklich schön ausführlich am besten, denn ich weiß, dass auch Leute zum Beispiel von der Dash-Kryptowährung zugucken werden. Denn ja, ich habe mit denen mehrere Male über dieses Video auch geredet und dabei sind auch einige Einflüsse entstanden, die jetzt dieses Video hier geprägt haben. Und ihr könnt da natürlich direktes Feedback sagen und vielleicht wird es ja sogar tatsächlich in die Kryptowährung aufgenommen. Alles klar, ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.